Alles Walzer oder auch nicht. Herzlich willkommen hier im Panto Art Atelier und Galerie. Mein Name ist Panto Trifkovic, ich bin Künstler und Inhaber von Panto Art. Das mit dem Walzer, das leider war wohl nichts. 2020 nichts und so wie das momentan ausschaut, auch in dieser Weise so nichts. Nun, Panto Art hat im Vorfeld sich Gedanken darüber gemacht und eine Ausschreibung zum Thema hinter der Maske, weil es das, was uns eigentlich interessiert. Und in diesen Call haben Künstlerinnen und Künstler gefolgt und diese Bilder, das Ergebnis dieses Aufrufs und der Auswahl der Bilder, den möchte ich euch gerne in dieser kleinen Einführung präsentieren. Bevor wir aber beginnen, uns zu fragen und zu besprechen und zu überlegen, was denn hinter der Maske ist, sollten wir ein kleines bisschen den Ursprung, den Hintergründen, woher denn das überhaupt kommt, dieses Bedürfnis, was ist das eigentlich mit der Maske? Ja? Was bedeutet das? Warum machen wir das? Ja. Und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und ich kann euch da ein bisschen was erzählen. Und zwar ist das schon eigentlich seit Urzeiten in allen Kulturen auf der Welt haben die Völker immer wieder damals noch aus Naturalien, aus irgendwelchen Pflanzen oder mit Ton oder mit Holz Masken gebastelt, um ihren rituellen Bräuchen nachzugehen, um zum Beispiel etwa Gottheiten zu verehren oder sich zu schützen vor Bösen, vor Dämonen, vor irgendwelchen Energien. Also da hat das schon ein bisschen, also irgendwie mit den Masken hat das schon ein bisschen angefangen. Natürlich hatte die Maske auch unterschiedliche, je nach Epoche, je nach Kultur, unterschiedliche auch Funktionen. Also nicht nur auf der einen Seite, um diesen Bräuchen nachzukommen, sondern auch zum Beispiel hat es Totenmasken gegeben, ja, also die durchaus einen spirituellen, tieferen Sinn und Bedeutung mit sich zogen. Eine der bekanntesten Masken zum Beispiel des ägyptischen Pharaos, der Tutanchamun. Zum Beispiel. Oder es gibt da immer wieder Beispiele aus der Geschichte der Menschheit, was also wie eine Maske Berühmtheit erlangt hat, sozusagen. In der Antike, die alten Griechen zum Beispiel, haben bei ihren Theateraufführungen Masken verwendet, um Emotionen auszudrücken, zu verstärken. Und daher sozusagen dieser Zugang zum Theater, zur Schauspielerei, zur Darstellung, also aus diesen Bräuchen ein Schwenk in eine andere Richtung. Und mit der Zeit ist man aber natürlich draufgekommen, dass die Darstellerinnen und Darsteller Schwierigkeiten hatten, sich durch diese Masken auszudrücken. Die Sprache kam ein bisschen, also irgendwie nicht so gut zum Ausdruck. Und da hat man mit der Zeit, mit den Jahrzehnten, Jahrhunderten, hat man angefangen, mehr weg von der ganzen Maske auf eine halbe Maske oder nur eine Augenmaske oder mehr sich zu schminken. Das ist, also man kennt zum Beispiel aus dieser Zeit auch die Maske mit dem lächelnden Gesicht oder mit dem weinenden Gesicht. Das ist so das Symbol schlechthin für Theater, noch heute. Und aus diesen ganzen Entwicklungen haben sich natürlich auch mehr im Bereich Schminke und Make-up ein Beruf entwickelt, des Maskenbildners, der Maskenbildnerin, was ja heute noch also irgendwie gang und gäbe. Und da gibt es ganz schön viele Profis, die in diesem Bereich allerlei Leistungen an den Tag legen. Und man sagt ja auch heute im Theater oder auch im Fernsehen, dass man in die Maske geht, aber eigentlich wird man ja nur geschminkt, unter Anführungszeichen. Ja. Wenn man jetzt das Mittelalter bzw.
bis zur Barockzeit sich das anschaut, die Maske hatte nicht immer einen guten Ruf, also die Symbolik mit der Maske, das hatte schon auch immer ein bisschen etwas zu tun mit Täuschung, mit Betrug, mit Gaunerei, also das hat sich immer wieder, gab es da so ein bisschen ein Wechselspiel zwischen der Symbolik. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts hat man dann angefangen, auch die Maske oder die Halbmaske außerhalb der Festivitäten, Karnevals und so zu tragen, um einfach anonym zu bleiben. Ja, also diesen Trend sozusagen, den hat man ja quasi heute noch. Also dass man immer wieder, wenn man zum Beispiel in der heutigen Zeit die Filmindustrie, Theater, Opern, wie auch immer, sich anschaut, wo Maske sehr wohl vorkommt. Also ich sage jetzt mal Phantom der Oper oder ähnliches, was man jetzt gerade so spontan einfällt dazu. Oder die Musiker, der Musik, ja, da gibt es ja viele, die sich schminken und sich verdecken, wenn ich jetzt an die Gruppe KISS denke, oder da gibt es einen ganzen Haufen Leute, die das Maskieren verwenden, um so eine Marke zu werden oder ein Wiedererkennungsmerkmal hervorzurufen, dass man wiedererkannt wird. Und, oder auch in den Comics zum Beispiel, die Helden oder die Gauner, alles hat es da schon gegeben und gibt es heute noch. Aber nicht nur, also in unserem Alltag fällt ja den meisten Menschen ja gar nicht auf, aber in Wirklichkeit ist dieser Gebrauch einer Maske als Schutz, als eine Schutzvorrichtung sozusagen im Alltag, in den Berufen, verschiedenen Berufen eigentlich normal. Wenn ich jetzt an einen Arzt im OP denke oder im Labor, wo es vor Giften und Ähnlichem zu schützen gilt, oder vor Staub auf Baustellen oder irgendwelche Gase etc. Oder aber auch im Sport, wo es sehr wohl wichtig ist, sich das Gesicht zu schützen, zum Beispiel beim American Football, aber beim Fechten, beim Hockeyspielen und ähnliches. Also da ist schon allerhand, was da in unserem täglichen Leben mit der Maske also irgendwie alles Anwendung findet, sage ich jetzt einmal so. Und wir aber schauen uns keines dieser Bereiche genau an, sondern versuchen, einen kleinen Rundgang zu machen von dem, was uns die Künstlerinnen und Künstler in dieser Ausstellung sagen wollten, wie sie dieses hinter der Maske interpretiert haben. Ich möchte sehr gerne hier mit der Künstlerin Theresia Eros, die ja mit ihren Collagen eine Bekanntheit hier im Panto Art erreicht hat, weil sie zu jedem dieser Themen immer was beigetragen hat bis jetzt. Und wenn ich mir hier anschaue, dieses Bild, das ja heißt der Maskenball oder am Maskenball, da hat Theresia Eros genau diese Opulenz, dieses gleichzeitig abwartend an einem Ball aufgefordert zu werden zu einem Tanz, gleichzeitig aber mit dieser Augenmaske, die verstohlenen, die verborgenen Blicke zu anderen, die man sehen möchte oder von denen man nicht gesehen sein möchte. Also dieses Versteckspiel, dieses sich präsentieren und gleichzeitig verstecken, das ist also irgendwie genau der sozusagen, worum es an so einem Maskenball geht. Und das ist sehr klar in diesem Bild also irgendwie gezeigt worden. Und das zweite Bild von Theresia Eros zeigt uns schon ein bisschen dieses, was denn eigentlich dahinter sein könnte. Hier haben wir ja den Jüngling verwoben, dahinter ist eine Dame sozusagen. Man weiß es nicht.
der Jüngling wird zu einer Fassade, zu einer Maske von dieser Dame. Man weiß es nicht, was genau dahinter ist, wenn eine Maske da ist. Man weiß es nicht. Erst wenn die Maske fällt, dann wissen wir, mit wem und womit wir es zu tun haben. Das ist also eigentlich der erste einleitende Ansatz zu dem Thema hinter der Maske. Hier haben wir zwei Bilder, die mit starkem Ausdruck schon in unsere Jetztzeit uns bringen. Die Künstlerin Nada Nagy, die hat gleichermaßen Bilder gemacht, die in dieser jetzigen Corona-Pandemie den Punkt sozusagen genau trifft, worum es eigentlich geht. Wenn wir uns schützen wollen, wenn wir unsere Gesundheit und die Gesundheit unserer Leben schützen wollen. Hier, das Bild heißt Pro, in dem klar und eindeutig diese Gefahr erkannt wird und die Maske, der Mund-Nasenschutz sozusagen getragen wird und mit dem Daumen hoch klar deklariert wird, dass es was Gutes ist, dass es eine positive Energie ist und dass man mit der weitermachen soll. Ja? Und das Gegenpol dazu, das Bild, das sich Kontra nennt, die gleichzeitig im selben Atemzug sich die Maske von diesem Bild, also von dem Mund sich runterreißt und auch auf diesem Bild eindeutige Gesten zeigt, was von dieser Maske zu halten ist. Und dieses Spiel von Pro und Contra, das ist etwas, was genau hinter der Maske, in diesem Fall hinter dem Mund-Nasenschutz, sich abspielt. Und die Nadia Nagy zeigt das einfach. Sie zeigt uns, was so in manchen von uns in dem vergangenen Jahr bis heute abgegangen ist. Ja. Und dieselbe Richtung haben wir die Künstlerin Jutta Wendt, die aber mit diesem Bild bietet Coronavirus und sagt hier, mach die Fliege, schleich dich. Das ist das, was uns Jutta Wendt hier sagen möchte. Sie sagt, ich bin gewappnet. Ich bin gewappnet und ich will, dass du gehst, verschwinde endlich. Diese Energie aus dem einen Kontra hat sich gewandelt und plötzlich ist man kämpferisch. Jutta Wendt sagt, ich sage dir den Kampf an. Und hier mit diesem zweiten Bild, Four Seasons in Time of Corona, wo sie durch 4 Jahreszeiten ein Selfie gemacht hat mit den verschiedenen Masken, um zu demonstrieren, das ist mir egal. Ich stehe dafür, ich stehe für diesen Kampf gegen die Pandemie. Und diese Energie nehmen wir mit und schauen uns hier an dieser Stelle die Arbeiten von uns ebenfalls bekannten Fotografen Paul Del Pani. Diesmal hat Paul Del Pani in diesem Fall hier, bei diesen 2 Bildern sind das Carte de Visite, das hat man so in die Jahrhundertwende verwendet als quasi Visitenkarten mit einem eigenen Bild sozusagen. Und er hat das abfotografiert, digital bearbeitet und ihnen auf eine humorvolle Art und Weise, wie ich finde, um einen Mund-Nasenschutz verpasst. Diese 2 Arbeiten sind Posters aus dieser Zeit, die er ebenfalls digital bearbeitet und was also wirklich sehr, sehr lustig, sage ich jetzt einmal, in diesem einerseits lustig, ja, also ich denke, der Paul Del Pani hat versucht, uns auf dieses Thema mit einem Augenzwinkern zu interpretieren und zu zeigen. Und deshalb hat er dieses Bild hier zum Beispiel genannt, Corona-konform Contact. Also
das Liebespärchen, das sich sozusagen mit dem Mund-Nasenschutz trifft und Liebkosereien und Zärtlichkeiten austauscht miteinander. Ja. Und das nächste, Bild, was ebenfalls mit so ein bisschen Augenzwinkern ist, die Dame, die hier mit der Zigarette in den Mundwinkel sozusagen vorne bin ich geschützt, aber ich muss durch meine Leidenschaft, eine Zigarette zu rauchen, nachgehen. Und das finde ich also schon eine sehr lustige Art, dieses Thema zu bearbeiten. Und wenn man sich jetzt das kurz irgendwie einen kleinen Rückblick macht und sagt, wir haben dort begonnen mit der Ballsaison, mit der Opulenz, mit dem Fragezeichen, was dahinter ist, hinter einer Maske, bis zur Energie in der heutigen Zeit, was Positives, was Negatives, was Kämpferisches, was Humorvolles, was führt uns hier dieser Künstler, das ist nämlich Christian Behan, der Fotograf ist und sich auf Architekturfotografie spezialisiert hat. Aber für diese Ausstellung diese Werke sozusagen zur Verfügung gestellt hat. In allererster Linie haben wir hier anlehnend an diese ganzen Mund-Nasenschutz-Masken eine richtige Textilmaske, die Christian Behan, das war eine seiner ersten, und er hat sie gleich genannt The Last Mask, weil ihm, also in meinen Augen ist ihm wahrscheinlich zu schade gewesen ist, die Maske wegzuschmeißen, und deswegen hat er gesagt, irgendwas muss man Künstlerisches daraus machen. Und das ist ein Zugang eines Künstlers, einer Künstlerin, aus den Gegebenheiten, aus der Situation Energie zu gewinnen und daraus was Neues entstehen zu lassen, nämlich ein Kunstobjekt. Das ist eine Möglichkeit, wie man das Thema Maske ebenfalls bearbeiten kann. Und des Weiteren hier nähern wir uns einem Thema, das Christian Behan hier diese Aufnahme in der Wiener Badnerbahn gemacht hat. Ja. Und zwar ging es in dieser Situation, dass er diesen Müll, der eigentlich da auf diesen Tischen war, fotografieren wollte, und diese obdachlose Dame sich gewundert hat, warum er das fotografiert, warum fotografiert er nicht sie, und er möge doch sie fotografieren. Sie wollte das fotografiert werden. Und daraufhin hat er gesagt, okay, dann mache ich doch ein Foto von ihr. Jedoch in der Sekunde, wo er abgedrückt hat, hat sie von dem Sitz die Zeitschrift hochgehoben und vor ihr Gesicht. Und so ist dieses Bild entstanden, was nebenbei erwähnt bei einem Wettbewerb, einem Fotowettbewerb in Niederösterreich, einen, soweit ich weiß, 4. Platz erzielt hat. Ja. Und hier ist aber mehr dahinter. Wir haben hier eine Obdachlose, die ein Luxusmagazin in den Händen hält. Und auch wenn es keine Maske ist, man sieht auch dieses Bedürfnis, sich hinter etwas zu verstecken, etwas von sich eben nicht preiszugeben. Das ist ein Thema, das uns hier auch begleitet. Zeigen oder verstecken. Und wenn wir hier weitergehen, dann werden wir hier mit diesem Bild konfrontiert. Diese beiden Bilder sind beide von mir, und dieses Bild heißt Der Wutbürger. Und obwohl ich dieses Bild letztes Jahr, also eigentlich zu Beginn des ersten Lockdowns, gemalt habe und die Energien und die Fronten in der Bevölkerung gar nicht so gespalten waren, sagen wir mal so, sondern es war eher tatsächlich eine große Besorgnis, wohin
das Ganze gehen wird und was wird aus uns allen werden? Existenzängste und ähnliches. Dennoch habe ich dieses Bild der Wutbürger genannt, weil aus dieser Energie, die sie entstanden ist, die heutzutage sich ziemlich spürbar ist in der Bevölkerung. Man sieht, dass das Papier an 4 Stellen gerissen ist. Und das ist ein Zeichen dafür, wie kraftvoll und wie vollgeladen dieser Bürger ist. Aus all dieser Situation. Aus der Situation, dass man keine Bälle mehr haben, dass man keinen Spaß mehr haben darf. Es ist nicht möglich. Also es ist nicht möglich. Dass man was Positives versucht zu machen, konfrontiert mit dem Negativen, dass man kämpferisch sein möchte, um diese Pandemie endlich zu besiegen, dass man humorvoll sein muss, wie das uns Paul Delpani vermittelt, um den Alltag, um nicht in diesem Alltag und dieser ganzen Energie unterzugehen, dass man künstlerisch tätig sein sollte als Künstlerin und Künstler, um weiterhin diese Energien zu verwenden, um neue Werke entstehen zu lassen. Und gleichzeitig diese Spaltung zwischen Reich und Arm, und das sind die Energien, die letzten Endes zu dieser großen Wut führen. Und das zweite Bild, das ich in der Zeit gemalt habe, das ebenfalls in dieser Ausstellung wunderbar passt, das heißt, ohne Maske, dann wären wir also nicht nur hinter der Maske, hätten wir nachgeschaut, was für die Künstlerinnen und Künstler sagen, was denn hinter der Maske ist, sondern wir sind an einem Punkt angekommen, an einen Zeitraum, den uns im Moment noch nicht bekannt ist. Aber dieser Zeitraum wird kommen, dieser Zeitpunkt, diese Zeit wird kommen, ohne Maske. Alles wird vorbei sein. Und wenn wir uns dieses Bild genauer anschauen, dann werden wir feststellen, dass wir den verloren haben. Wir haben es verloren, miteinander umzugehen. Wir werden lernen müssen, Gesichter wieder zu erkennen, die Emotionen aus den Gesichtern zu lesen, ohne irgendwelche Facebook-Posts oder Twitter-Posts oder was auch immer, Gebrülle auf den Straßen und Demos und so, sondern wir werden aufeinander zugehen müssen, um die Energien der vergangenen Zeit umzuwandeln in etwas Positives und einen Neustart möglich zu machen. Das wäre der Input in Richtung, was versteckt sich hinter der Maske. Mehr Fragen als Antworten, aber die Kunst hat niemals Antworten versprochen. Die Antworten müssen die Besucherinnen und Besucher für sich selber finden. Und ich wünsche allen, dass sie diesen Weg gehen können, um sich in jeder Ausstellung, nicht nur in dieser, in jedem Bereich der Kunst, der Kultur, der Veranstaltungen, jedem, was ihm am Herzen liegt, und jeder, um diese Energie umzuwandeln in etwas Positives. Ich bedanke mich ganz herzlich und auf ein Neues.